Hallo, willkommen am 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Tony, Top Penny Gold Aktien sind die Antwort auf die Inflationskrise von 2023, die Klammern 1923. Disclaimer. Top Penny Goldaktien sind die Antwort auf die Inflationskrise von 2023 in Klammern 1923. Wir verlassen jetzt die Phase 1, schwarzes Kästchen des Inflationsprozesses. Ganz wie zwischen 1920 und Anfang 1922 ist keiner wirklich beunruhigt. Gold ist immer ja noch nicht höher als 2011 und das trotz mindestens bei einer Verdopplung der Währungseinheit. Dass Gold seit 2000 um das fast Zehnfache gestiegen ist, ist weitgehend vergessen. Jetzt wird es aber schmerzhaft. Gold steigt möglicherweise in kürzester Zeit nochmal um das Fünf- bis Zehnfache. Ganz ähnlich so wie die Reichsmark von Anfang 1922 bis Mitte 1922 gefallen ist. Grüne Phase. Da das Gleichgewicht jetzt verlassen wird, kommt es zu einer starken Goldaktienrallye wie Anfang der 2000er Jahre, wo auch ein Gleichgewicht verlassen worden ist. In der roten Phase kann man nicht mehr handeln, die Währung entwertet sich rasend schnell und es ist mit massiven Eingriffen des Staates zu rechnen. Ja, ich denke mal, wir haben die letzten 10 Jahre, also im Wesentlichen seit 2011, als wir diesen Goldpeak hatten, eine 10-jährige Seitwärtsphase gelesen. Die war natürlich damals viel kürzer, aber keiner konnte sich zu dem Zeitpunkt äh, vorstellen, dass es in eine Hyperinflation enden wird. So wie jetzt auch nicht. Keine Chance. Ich will nur auf Folgendes hinaus. Ich denke mal, diese Phase des Übergangs ist jetzt vorbei. Das ist jetzt vergleichbar, sage ich mal, mit unserem aktuellen Entwertungsprozess läuft das zwischen 2011 und eben jetzt. Und jetzt kommt es zu einer beschleunigten Phase, wie damals auch im Währungsabwertungsprozess. Goldanstieg ist ja nichts anderes als ein Währungsabstieg. Insofern kann man das vergleichbar, obwohl das natürlich ein ganz extremes Beispiel ist. Also ich denke, wir kommen aus diesem Gleichgewicht raus. Und immer wenn man aus diesem Gleichgewicht rauskommt, hat das massive Auswirkungen jetzt eben noch Goldaktien. Ganz ähnlich wie auch im Jahr 2000. Gold war auf dem Weg, sich zu verzehnfachen und in der Vorphase, in der frühen Phase von 2000 bis 2004 stiegen die Goldaktien. Also einen ähnlichen Effekt. Wir kommen jetzt in eine neue Situation, ein neues Gleichgewicht, das allerdings nicht so lange dauern wird. Keine Ahnung, ob das 1 Jahr oder 5 Jahre weiß, who knows. Aber es beschleunigt sich und wird mit einer Goldaktienhause einhergehen im Anfang, also von jetzt an, besonders eben 2023. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, das ist eben diese rote Phase, das ist das völlige Durchdrehen an der Märkte, die völlige Zerfall der Währung, das ist im Prinzip eine Währungsreform, das ist ein weniger monatiger Prozess, da ist alles verloren. Sie können nichts mehr machen. Wir können jetzt noch in der Phase handeln, was Goldaktien betrifft, und dann davon mehr Gold oder andere Sachwerte, wie auch immer, dann kaufen. Das sind die Ähnlichkeiten mit der zugegeben damals sehr extremen Situation. Aber Sie müssen sich bewusst sein, diese Geldmassen, diese Verpflichtungen, sie sind gedruckt, sie sitzen in Institutionen, auch als Sparvermögen. Alles wird früher oder später vermutlich in den Goldbereich drängen. Deswegen berichtet auch absolut keiner jetzt über das riesige Potenzial, das sich mit Goldaktien in dieser Phase ähm, bietet. Ja, so viel dazu. Ich weiß es auch nicht, ob man das 100% vergleichen kann mit 1923, aber in einer gewissen Art und Weise auch so. Auch damals hat man eine absurde Politik gedacht, man hat Geld gedruckt und am Ende haben die Menschen alles verloren. Das muss vielleicht nicht so extrem kommen, das kann sich länger hinziehen. Trotzdem, alle Indikatoren deuten darauf hin, dass es jetzt eben zu einem Anstieg bei Goldaktien kommt, weil wir einfach klar sichtbar einen Zustand, der die letzten 10 Jahre mehr oder weniger war, verlassen. Und das kommt zu einer Änderungsphase und im Vorfeld sollten Goldaktien steigen. Ja, hier nochmal ein Gold-Projektgenerator, Operationsgebiet Quebec, Neufundland, eine winzige Marktkapitalisierung 1,7, dementsprechend Gamble, sehr hohes Risiko. Eric Sprott ist investiert. Also Sie haben ja 5 Projekte, ich gehe mal ganz schnell durch. Arrowhead dort gibt es 40 Gold-Kupfer-mineralisierte Zöllner und es ist von Agnico Eagle in der Nähe
Mine von Agnico Eagle liegt das Gebiet, das Bazuca-Gebiet, 1265 Hektar, liegt in einem Trend, wo 125 Millionen Unzen gefördert wurden. Das Ganze ist in der Nähe der Jurbau-Resources mit einer Goldressource von 410.000 Unzen und grenzt an das Goldgeschütt Wasmark von Monarchis Gold, wo 2,9 Millionen Unzen sind. Ja, hochgradige historische Berggebiete haben wir auch, was sicherlich schon mal zum Ausschlag dieser Aktie geführt haben. 77 Gramm pro Tonne Gold, 25 Gramm pro Tonne Gold, 7,5 auf 7,5 Meter. Dann haben Sie noch das McWatters Goldprojekt. Dort gibt es Bohrproben von 7,79 Meter und es liegt neben dem Granada Goldgebiet, das 2,3 Millionen Unzen Gold hat. Dann haben Sie noch in Neufundland Golddistrikt, das Goldgebiet Rogers Strukturkorridor und die größte bekannte Goldressource entlang dieses Korridors befindet sich auf dem Grundstück von Wallyton Lake und von Marathon Gold, 3,09 Millionen Unzen, 54,9 Millionen Tonnen, also 1,75 Gramm pro Tonne. Also eine enorme Menge, Aktie kaum bewertet. Diese Aktie hat schon mal Euphorie getankt, hat meines Erachtens den Boden gefunden. Die Superlativen sind dabei. Eric Sprott, hochgradige Zone, Erweiterungspotenzial, Neufundland. Könnte sehr interessant sein, wenn der Markt dreht. Stellen Sie sich vor, wo solche Aktien bei 2000, 2005. Wie gesagt, ist keine Kaufempfehlung, ist hohes Risiko, aber ist sicherlich mal interessant, sich mal anzusehen, diese Aktie auf alle Fälle. Ja, das Übliche, wir sind halt in den Goldaktien wohl Märkte 1970er Jahre interessiert. Wenn es jetzt zu massiven Anstiegen im Bereich Gold und Silber kommt, können solche Werte erreicht werden, was ziemlich unglaublich ist. Hier ging es von 5 Cent auf 20 Dollar, von 10 Cent auf 36 Dollar, von 20 Cent auf 40 Dollar. Also nicht selten konnte man aus 1.000 Dollar eine Viertelmillion machen. Wir hoffen natürlich von dieser Unterbewertung, dass Ähnliches passiert. Und ja, also was kann man jetzt noch tun? Man kauft eben diese Aktie mit diesem potenziellen Superlativer, das in ein Goldgut, das dementsprechend bewertet ist. 1000-Becker-Report, wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren und nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Versuchen Potenzialfaktor zu rechnen, haben auch eine Exit-Strategie erstellt und bei Interesse kann ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag zusammenstellen mit persönlicher Beratung. Ja, Einlagen von Gold und Silber, das ist einfach ein gutes Abwicklungstool, die Sachwerte für Einkaufsgemeinschaft. Gerade wenn Sie an größere Mengen Gold und Silber schnell zum billigsten Preis kommen wollen, können Sie darüber schnell bestellen. Ist sicherlich mal interessant, sich anzusehen. Ja, Preisvergleich natürlich erstmal auf gold.de gehen und einfach den günstigsten Preis keine überteuerte Ware sollte man in dieser Zeit nicht kaufen. Nützliche Information, Kontakt, mit welchem Broker in der EU, welchem Broker in der Schweiz, weitere Informationen zu Goldaktien, Diskussionsportale wie COCA, meine Kontaktadresse für Fragen, Anregungen, falls Sie Zustellungsprobleme haben. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein erfolgreiches und gesundes 2023, das sicherlich ökonomisch durchaus hart sein wird. Und diese inflationären Prozesse dürften jetzt zunehmend sichtbar werden und hoffentlich bringt uns das zu einer Goldaktienrallye. Ansonsten ist natürlich die wirtschaftliche Situation etc. nicht zum Feiern, aber davon sollte man sich seine Feierlaune nicht verderben lassen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nochmal ein schönes, erfolgreiches 2023 und ja, bis zum nächsten Mal.